Schönen guten Morgen, ihr Lieben, zum Tagesorakel. Wir gucken mal, was der Tag so an Energien mitbringt. Ich bin gerade am Räuchern gewesen. Hier sind alle Fenster offen. Also wenn ihr was hört, kann es sehr gut sein. Hier zieht ordentlich der Wind durch. So, dann haben wir hier gleich mal die Organisation gezogen. Hier kriegen wir gesagt, dass die Pläne Gestalt annehmen, dass etwas leichter fließen kann und dass es nötig ist, ein bisschen Organisation und Disziplin in die Dinge zu bringen. Und der Schlüssel zum Erfolg besteht darin, der Kreativität zu erlauben, sich sanft von der Logik führen zu lassen. Hier kann man auch einen Mentor irgendwie mit einbeziehen oder selber ein Mentor sein. Jedenfalls geht es um Struktur irgendwo auch, ne? Und wir haben die innere Einkehr. Ja, da gibt es viele wundervolle Erkenntnisse. Nimm dir auch Zeit in der Organisation oder in deiner Gestaltung des Alltags, dass du immer wieder zur Ruhe kommst, um dir selber klar zu werden. Und hab da auch ein bisschen Geduld mit dir. Okay, hier geht es darum, dass etwas Altes weicht, dass das Neue hereinkommen darf, so wie ich jetzt mit dem Räuchern gemacht habe, ne? Die alte Energie raus, der frische Wind bläst einem um die Ohren. Und das ist ja was sehr Spezielles, denn hier steht drauf, der Himmel schickt dir ein Zeichen, das ist an der Zeit ist, eine neue Richtung einzuschlagen. Der Grund könnte sein, dass man nicht glücklich ist, weil es irgendwo im Leben an etwas mangelt. Also hier auch ein bisschen ein Warnsignal, Veränderungen vorzunehmen, die den eigenen Herzenswünschen entsprechen. Okay. Hier doppelt es sich gleich ein bisschen, wie Karte sagt, es ist Zeit für eine Entscheidung. Es ist Zeit, hier den ersten Schritt zu tun in eine Richtung, in die man gehen soll, in der man irgendwie auch seine Berufung, seinen Lebenssinn drin sieht. Eigentlich ist es ja wieder sehr genial, ne? Was diese Karte so sagt, denn das Leben zeigt einem schon auf, wo was nicht stimmig ist, aber wir sind halt auch Meister im Ignorieren dessen und mach dann einfach irgendwie so weiter und ja, öffne mal deine Arme, treff eine Entscheidung, hol dir ein bisschen mehr ab von dem, was du alles empfangen kannst, damit du einfach nicht stehen bleibst und in deinem Sumpf verharrst irgendwie, ne? Was haben wir hier noch? Öffne dein drittes Auge, die innere Einkehr, ne? Hier kommen ganz hellsichtige Augenblicke, in denen man die Wahrheit sehen kann. Und unten haben wir mit der weißen Rose noch die Klärung. Vielleicht ist es so, dass man sich so überfordert fühlt, weil man sehr vieles tut und dann auch wieder investiert in was einem nichts mehr bringt, ja, und sich dazu entscheiden. Und ich glaube, die meisten von uns wissen ganz genau, an welchen Punkten sie eben nicht weiterkommen. Da geht es drum. Wer es nicht weiß, der kriegt es gezeigt, immer wieder. Aber wie gesagt, man kann weggucken. Aber dann kommt es geballt, zumindest meine Erfahrung. Okay, was kriegen wir hier noch gesagt? Ja, das Leben möchte uns ein Gleichgewicht bringen, deshalb sollen wir uns organisieren. Irgendwas möchte in Balance kommen, irgendwas möchte ein anderes Gewicht kriegen, ein Gewicht, das einen nicht mehr runterzieht. Und wir sollen die Dinge ein bisschen mit Humor nehmen, nicht alles so ernst sehen, mal über sich selbst lachen. Und das Thema Unabhängigkeit ist gefallen. Okay,
Hier haben wir jetzt die Lupe noch. Ich sehe es anders, wenn man zu verkopft rumsucht, wo könnte mein Weg hingehen. Dann überanalysiert man die Dinge und man ist zu ernst in der Thematik drin und man bleibt abhängig von seinen eigenen Gedanken und kann so auch nicht weitergehen. Deshalb denke ich, dass es hier ganz wichtig ist, sich so das Organisieren unter die Lupe zu nehmen. Ne? Wo ist mir es zu viel, weil ich immer die Dinge mache, die mir nichts einbringen, sowas alles. Ja, aber die Tür, die sich öffnet, eine neue Tür wird sich öffnen. Irgendetwas, es ist weg mit dem Alten, ne? Rein mit dem Neuen. Es kann auch sein, dass du durch eine Zeit der Stagnation gegangen bist oder der Zähigkeit oder der Unfähigkeit, sich fortzubewegen, Entscheidungen zu treffen. Das wird jetzt hier beendet. Ist ja jedermanns Ding, ne? Für manche öffnen sich Türen und sie gehen dann trotzdem nicht durch. Hier zeigen sich alle Lebensbereiche, deine Wurzel, dein Wachstum, alles hängt da dran. Hier kommt etwas, was wieder neues Wachstum bringt, aber es ist nicht das Alte, sondern es wird sich etwas Neues zeigen hier. Und zwar mit Sicherheit, mit Erfolg. Da unten haben wir noch die Schatztruhe. Also was wollen wir mehr? Dass uns Loslassen immer wieder so schwer fällt oder auch uns von alten Themen, Dingen, Personen zu trennen, die einen nicht weiterbringen. Das ist wirklich manchmal ja, seltsam. Okay, was haben wir hier für... Oh, wie genial. Guckt mal, den Engel der Zufriedenheit. Das ist ja sowas, das kann ja nur gut sein, weil wenn du dich hier nicht richtig wohlfühlst in deinen Dingen und etwas festhältst, was dir nichts, aber auch gar nichts bringt, dann hast du hier mit dem Engel der Zufriedenheit natürlich eine Tür, die sich dir öffnet in Richtung dieses Lebensgefühls. Hier gilt es auch ein bisschen, diesen Kampf aufzugeben, dass man sich nicht gut genug fühlt, dass man immer denkt, da muss ich noch was und da muss ich noch was. Ja, man muss da ganz in sich ruhen und sich bewusst sein, dass man immer das ist und schon auch immer war und auch immer sein wird, was man wirklich ist. Ja, das Glück nicht von anderen abhängig machen, das doppelt sich hier, ne? Die eigene Zufriedenheit suchen. Manchmal übersieht man da auch was, ne? Aber man kann die Bereiche, in denen man zufrieden ist, auch mal wertschätzen. Und der ganzen Dramatik, die es da gibt, ja, von außen, die hat einen ganz anderen Stellenwert, wenn man auf das guckt, mit dem man sehr zufrieden sein kann. Das ist natürlich bei jedem sehr speziell. Vielleicht gilt es auch, diese Türe der Zufriedenheit zu öffnen. Gar nicht mal so viel auf das Fokussieren in die Dinge, wo es eben nicht läuft. So, hier haben wir noch die Mistel. Das ist sehr passend. Die Karte sagt, dass es alles möglich ist, dass nichts festgelegt ist, dass jeder eine eigene Wahrheit hat oder eine andere Wahrnehmung auf die Dinge. Und hier geht es auch um deine eigene Wahrheit, ne, um deine eigene Zufriedenheit mit dir und dem Leben. Und die Mistel sendet dir hier Glück und Segen. Sehr faszinierend heute. Aber ich finde es immer wieder faszinierend, was die Karten einem sagen können.
mit auf den Weg geben können, auch mal wieder den Blickwinkel zu wechseln für irgendwas, wo man so drin festhängt und denkt, ach, das läuft schief, das könnte besser. Also, ich wünsche euch heute einen wunderbaren Tag. Ich drücke euch bis morgen.